Hallo ihr Lieben, ihr wollt saftige, würzige Hackbällchen, die nur 10 Minuten im Airfryer perfekt wären. Egal ob für Meal Prep oder Direktessen, dieses Rezept wird euch begeistern. Heute geht es um Airfryer, aber das Rezept kannst du auch wunderbar im Backofen zubereiten. Alle Details dazu werde ich für dich im Video geben. Los geht's! Für die Hackbällchen nehme ich gemischtes Hackfleisch. Du kannst aber auch Pute oder Rind anstatt nehmen. Dann brauchen wir noch 2 Eier und die Gewürze. Ich nehme für die Hackbällchen Salz, Paprika, Ingwer, schwarzer Pfeffer und etwas Kurkuma. Ingwer und Kurkuma geben den Hackbällchen eine orientalische Note, aber die Gewürze kannst du auch gerne nach deinem Geschmack anpassen. Dann habe ich hier noch Petersilie und Schnittlauch aus dem Tiefkühl, weil ich finde, das geht super einfach. Man braucht dann nicht immer frische Kräuter dabei zu haben. Man muss nichts schnibbeln für ein Rezept und das geht super schnell. Die geben auch den Hackbällchen einen richtig schönen Geschmack. Dann brauchen wir auch noch Joghurt. Ich nehme Joghurt nach griechischer Art. Der Joghurt gibt den Hackbällchen eine schöne Saftigkeit und eine schöne geschmackliche Note. Und als letztes brauchen wir noch Haferflocken. Zarte Haferflocken, die ich später noch mahlen werde. Die Haferflocken sorgen für eine perfekte Bindung, sind eine tolle glutenfreie Option mit Ballaststoffen. Aber wenn du magst, kannst du auch Paniermehl anstatt nehmen. Als erstes werde ich die Haferflocken noch fein mahlen. Dafür verwende ich so eine Gewürzmühle, aber du kannst die auch in einem Mixer zerkleinern. Jetzt gebe ich die gemahlenen Haferflocken in eine Schüssel und werde es auch direkt würzen. Salz nach Geschmack. Ich gebe 2 Teelöffel, dann etwa 1 Teelöffel schwarzen Pfeffer, etwa 1 Teelöffel Paprikapulver, eine halbe Teelöffel Kurkuma und auch etwa eine halbe Teelöffel Ingwer. Wie gesagt, die Gewürze kannst du auch gerne an deinem Geschmack anpassen. Und jetzt hole ich die Kräuter aus dem Tiefkühl. Und wir geben jeweils etwa 1 bis 2 Esslöffel von den Kräutern dazu. Wenn du magst, kannst du auch ruhig mehr geben. Ich denke, ich gebe einfach 4 Esslöffel Schnittlauch dazu. Ich mag den Geschmack von Schnittlauch. Und dann 2 Esslöffel Petersilie und die direkt auch wegpacken. Und dann noch 2 Esslöffel Joghurt und 2 Eier. Und mit einem Gabel kurz vermischen. Zum Schluss gebe ich noch das Hackfleisch dazu und vermenge das Ganze gut mit den Händen. Und so ganz schnell ist die Masse schon vorbereitet und jetzt werden wir noch die Hackbällchen formen. Ich mag alle Hackbällchen erst zu formen, vorzubereiten und erst danach backen. Aber wenn du magst, kannst du auch Teil schon backen und in dieser Zeit die nächste formen. Wir nehmen einen Esslöffel Hackmasse und es sollte nicht gehäuft sein, es sollte so sein. So kriegen wir dann ungefähr 45 kleine Hackbällchen. Wenn du die Hackbällchen etwas größer machen möchtest, solltest du die Garzeit anpassen. Dann die Hackbällchen so mit den Händen zu Bällchen formen. Die Hackbällchen auf das Gitter des Airfryers legen. So werden die Hackbällchen von allen Seiten gleichmäßig gebacken. Die werden knusprig und das extra Fett wird abtropfen. In meiner Fritteuse sind 12 auf einmal optimal. Es ist wichtig, dass du nicht zu viele Hackbällchen auf einmal backst. So werden die Hackbällchen schön knusprig und auch gleichmäßig gegart. Die Hackbällchen bei 180 Celsius Grad auf der Airfryer-Einstellung backen, nach 5 Minuten einmal wenden. Für Backofen 200 Grad Ober-Unterhitze oder 180 Grad
Umluft und 20 bis 30 Minuten backen. Wenn du magst, kannst du nach dem Backen noch die Kerntemperatur messen. Die Kerntemperatur sollte mindestens 70 bis 75 Celsius Grad sein. Wow, die sind außen knusprig und innen richtig saftig und voller Geschmack. Ihr werdet sie lieben, garantiert. Ich serviere die Hackbällchen am liebsten mit Kartoffelstampf oder Spaghetti und Tomatensauce. Aber wie würdest du die Hackbällchen am liebsten servieren? Schreib mir gerne in die Kommentare. Die Hackbällchen lassen sich super vorbereiten. Im Kühlschrank halten sie 3 bis 4 Tage und können auch eingefroren werden. Nachdem kannst du sie entweder im Airfryer oder im Mikrowelle erhitzen. Oder du kannst sie auch einfach aus dem Gefrierfach holen, etwas auftauen lassen und dann auf der Pfanne ganz kurz erhitzen. Wenn du auf der Suche für schnelle, einfache Airfryer-Rezepte bist, dann werde ich für dich alle meine Airfryer-Rezepte hier verlinken. Danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass dir mein einfaches Hackbällchen-Rezept gefallen hat. Und wenn ja, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.